Die Blumeninsel Madeira liegt oberhalb der Kanarischen Inseln im Atlantik und gehört zu Portugal. Madeira ist 57 Kilometer lang, 22 Kilometer breit und der höchste Punkt ist der Pico Rufio mit 1862 Metern. Ich war schon oft auf Madeira und habe mir die Insel bisher nur als Wanderer entlang der Levadas, der vielen Wasserwege auf den verschiedenen Höhenlinien der Insel, erschlossen. Hier und da sind Radrennfahrer auf den kurvigen, steilen und tunnelreichen Straßen der Insel unterwegs, aber als ein Ort für ruhige Fahrradausflüge kam mir diese bergige Insel bisher nicht in den Sinn. Die Inselhauptstadt ist Funchal und ein Touristenmagnet für die vielen Besucher. Hier kommen die vielen Kreuzfahrtschiffe an und die meisten Hotels auf Madeira liegen im Einzugsbereich von Funchal. Nach unserer Ankunft haben wir erstmal die Sehenswürdigkeiten von Funchal besucht. Dazu gehört ein Spaziergang entlang der Hafenpromenade, ein Besuch auf dem Markt von Funchal, dann eine Fahrt mit der Seilbahn hoch nach Monte, wo es eine wunderschöne Aussicht auf Funchal gibt und einer der schönsten Parks der Welt. Man kann von dort entweder wieder mit der Seilbahn zurück an die Promenade oder man macht eine der für Madeira berühmten Korbschlittenfahrten mit. Am Abend wollte ich dann nochmal ins Meer hüpfen. Madeira hat nur wenige Sandstrände, aber an vielen Stellen kann man über Treppen oder Rampen in das kühle Nass. Ich hatte mir dazu einen Treffpunkt für Badefreunde an der alten Festung in Funchal ausgesucht. Wer lieber in ein Schwimmbad möchte, kann aus dem Zentrum von Funchal mit dem Bus oder einem günstigen Taxi zum Lido fahren. Das ist ein großes Schwimmbad mit Zugang über Leitern in den Atlantik. Am zweiten Tag sind wir dann den Küstenwanderweg von Funchal nach Câmara de Lobos abgewandert. Zurück kommt man mit dem Bus, den Sightseeing-Bussen oder den Taxis. Jo, hallo liebe Radfreunde. Ich bin hier an einer befahrenen Straße auf Madeira und warte, bis hier gleich der Laden aufmacht mit dem Fahrradverleih. Und heute ist eine Tour geplant. Ich habe zwei Premieren vor mir. Einmal, es geht hoch in die Berge von Madeira mit dem Fahrrad. Eine Insel, die eigentlich für Fahrräder unmöglich ist, weil sie unglaublich steil ist, keine Radwege hat und viel Straßenverkehr. Die zweite Premiere ist, ich fahre heute mit einem E-Bike. Das ist eine organisierte E-Bike-Tour, die geht in den Bergen irgendwo da oben, noch ein bisschen weiter rechts rüber los. Und ich bin gespannt, die Landschaften von Madeira kenne ich, sind traumhaft schön.
Na gut, ich warte noch ein bisschen, halte euch auf dem Laufenden und esse noch eine Inselberühmtheit, ein Bolo de Caco, und stärke mich dann für die Tour. Also, bis später. Ich bin bekennender Muskelantriebfahrer und fahre in Deutschland jährlich mehr als 5000 Kilometer entlang von Radwegen quer durch das Land. Ein E-Bike habe ich nicht und hatte ich bisher auch nicht vermisst. Aber bevor ich auf meiner Lieblingsinsel ganz auf meinen Lieblingssport verzichte, versuche ich doch mal eine Tour auf einem E-Mountainbike. Die Gruppe besteht neben mir aus einem freundlichen Fahrer, einem netten Guide und 2 Touristen aus Süddeutschland und einem Finnen. Die Räder werden auf einen Hänger geladen, jeder bekommt einen Helm und ab geht es mit dem Kleinbus entlang der Küstenstraße Richtung Westen und nicht Richtung Osten, weil im Westen besseres Wetter vorhergesagt wird. Nach einer kurzen Kaffeepause geht es dann weiter hoch in die Bergwelt von Madeira, von wo aus im kühlen Morgennebel die Tour startet. Nach einer kurzen Einweisung und einer kurzen Testfahrt auf der Landstraße geht es auch schon ab ins Gelände. Zum Glück ist neben 2 erfahrenen Teilnehmern auch noch eine Teilnehmerin mit dabei, die sich nicht schon auf den ersten Kilometern überschlagen will. So kann ich erstmal in der wunderbaren Morgenluft meine ersten Erfahrungen mit einem E-Mountainbike im Gelände sammeln. Nach einigen Brems- und Beschleunigungsversuchen bekomme ich ein Gefühl für das Rad. Die breiten Reifen mit wenig Luftdruck sind viel weniger rutschig, als ich beim leicht feuchten Gelände vermutet hatte. Steinbrocken oder Äste, die man nicht immer gleich sieht, sind weniger gefährlich als gedacht. Trotzdem gilt die Konzentration erstmal der Strecke und weniger der wunderschönen Umgebung. Nach einigen Kilometern bleibt die Anspannung, aber die Fahrfreude kommt mit dazu. Es ist ein Traum, durch die Bergwelt von Madeira zu radeln. Karge Wiesen, Felsen, Eukalyptuswälder und immer der Blick von oben auf den blauen Atlantik sind ein Hochgenuss. Die GoPro-Kamera hat einen fantastischen Ausgleich bei Erschütterungen, aber dadurch wirkt die Tour im Video wie auf Asphalt gefahren. So ist es aber nicht. Ständig weicht man Steinbrocken, Ästen und Unebenheiten aus und wird durchgeschüttelt und voll gefordert. Langeweile kommt nicht auf. Mit wenigen Pausen geht es zickzack entlang der Bergrouten immer weiter runter. Mal reißt eine Fahrradkette, mal sind umgestürzte Bäume im Weg, die mit vereinten Kräften entfernt werden.
zum Abschluss gibt es nochmal eine für erfahrene Mountainbiker lächerlich einfache Mountainbike-Strecke, aber für mich war es höchste Anspannung und eine große Erleichterung, als es entlang einer Levada wieder eben weiterging. Fazit der Tour: Das wird auf jeden Fall beim nächsten Besuch der Insel wiederholt. Jetzt bin ich angefixt und werde bei passender Gelegenheit hier und da mal mit einem E-Bike fremdgehen. Auf dem Rückweg haben wir am westlichsten Punkt der Insel noch eine kleine Pause eingelegt und nochmal einen Blick auf die für Madeira typische spektakuläre Steilküste geworfen. Dort steht der Leuchtturm Farol de Ponta do Pargo. Am späten Nachmittag fahren wir dann wieder in Funchal. Ich bin zumindest erschöpft, aber auch sehr glücklich, diese Tour gebucht zu haben. Auf meinem YouTube-Kanal werden viele Fahrradausflüge vorgestellt und ständig kommen neue Touren dazu. Gerne lade ich euch dazu ein, mich auf diesen Videotouren zu begleiten.